Am 7. Dezember 1941 war die 16-jährige Aki Kurose genauso entsetzt wie Millionen Amerikaner, als japanische Flugzeuge Pearl Harbor angriffen. Was sie nicht wusste, war, dass dieses Ereignis ihre Familie und mehr als 120.000 japanische Amerikaner von ihrem Land entfremden würde, sowohl sozial als auch physisch. Bis 1941 war die japanischstämmige Bevölkerung der USA 50 Jahre lang stetig gewachsen. Knapp ein Drittel davon waren Einwanderer, von denen viele seit Jahrzehnten an der Westküste lebten. Die übrigen kamen als US-Bürger zur Welt, wie Aki. In Seattle unter dem Namen Akiko Kato geboren, wuchs sie in einem multikulturellen Viertel auf und sah sich immer nur als Amerikanerin, bis zu dem Tag nach dem Angriff, als ein Lehrer zu ihr sagte, ihr habt Pearl Harbor bombardiert. Aufgrund von Rassismus, Paranoia und Sabotageängsten wurden japanische Amerikaner als potenzielle Verräter abgestempelt. Das FBI durchsuchte Häuser, beschlagnahmte Hab und Gut und nahm führende Vertreter der Gemeinden ohne Gerichtsurteil fest. Akis Familie war nicht sofort davon betroffen, doch am 19. Februar 1942 erließ Präsident Roosevelt die Executive Order 9066. Diese ordnete die Entfernung aller mutmaßlichen Feinde, einschließlich aller Personen mit teilweiser japanischer Abstammung, aus Militärgebieten an. Zunächst wurden Japanischstämmige aus den Sperrgebieten vertrieben und mussten ins Landesinnere ziehen. Als die Regierung dann noch ihre Bankkonten einfror und Ausgangssperren verhängte, konnten viele, darunter auch Akis Familie, nicht mehr weg. Im März verbot eine Proklamation japanischen Amerikanern, den Wohnsitz zu wechseln, wodurch sie in den Militärzonen festsaßen. Im Mai verlegte die Armee Aki und ihre Familie zusammen mit über 7.000 Japanischstämmigen aus Seattle ins Camp Harmony in Puyallup, Washington. Dies war eines der behelfsmäßigen Internierungslager auf ehemaligen Rummelplätzen und Rennbahnen, wo man ganze Familien in notdürftig umgebaute Ställe und Baracken pferchte. In den folgenden Monaten verfrachtete die Armee die Japanischstämmigen in Lager in trostlosen Gegenden im Westen und Süden. Aki und ihre Familie landeten in Minidoka in Süd-Idaho. Viele dieser von bewaffneten Soldaten bewachten Camps waren noch im Aufbau, als die Insassen einzogen. Diese eilig gebauten Gefängnisse waren überfüllt und unhygienisch. Viele wurden häufig krank und nicht adäquat medizinisch versorgt. Die Kriegsumsiedlungsbehörde ließ die Lager von den Internierten selbst betreiben. Viele von ihnen arbeiteten in den Camps oder unterrichteten in spärlichen Klassenzimmern, während andere in der Landwirtschaft tätig waren. Einige Insassen organisierten Arbeitsstreiks und revoltierten sogar. Andere, wie Akis Eltern, ließen es einfach über sich ergehen. Sie versuchten ein scheinbar normales Leben zu führen, aber das war in ihrer Situation einfach nicht möglich. Wie viele jüngere Häftlinge war auch Aki fest entschlossen, ihr Camp zu verlassen. Sie schloss die Highschool in Minidoka ab und schrieb sich mit Hilfe einer antirassistischen Quäkerorganisation an der Friends University in Kansas ein. Für Akis Familie sollte sich jedoch erst Ende 1944 etwas ändern. Das oberste Gericht entschied, dass die Internierung amerikanischer Staatsbürger ohne Anklage verfassungswidrig ist. Mit Ende des Kriegs im Herbst 1945 wurden die Camps aufgelöst. Die verbliebenen Insassen erhielten $25 und ein Zugticket zu ihrem ehemaligen Wohnort, aber viele hatten weder Wohnung noch Arbeit, zu denen sie zurückkehren konnten. Akis Familie durfte zurück in ihre Wohnung und Aki kehrte nach dem College schließlich nach Seattle zurück. Die Vorurteile der Nachkriegszeit erschwerten jedoch die Arbeitssuche. Die Rückkehrer wurden von den Arbeitern und Mietern, die sie ersetzt hatten, diskriminiert und angefeindet. Zum Glück waren die Japanischstämmigen nicht allein im Kampf gegen die Rassendiskriminierung. Aki fand Arbeit bei einer der ersten gemischtrassigen Gewerkschaften und trat dem Congress of Racial Equality bei. Sie wurde Lehrerin und beeinflusste über Jahrzehnte tausende Schüler mit ihrem Einsatz für multikulturelle, sozial bewusste Bildung. Viele ehemalige Gefangene, vor allem aus den älteren Generationen, schafften es allerdings nicht, sich ein neues Leben aufzubauen. Die Kinder der Internierten gründeten eine Bewegung, die die USA drängte, diese historische Ungerechtigkeit zu beheben. 1988 entschuldigte sich die US-Regierung offiziell dafür,
und räumte ein, dass sie das Ergebnis von Rassismus, Hysterie und politischem Versagen war. 3 Jahre danach wurde Aki Kurose vom Regionalbüro Seattle mit dem Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen ausgezeichnet, um ihre Vision von Frieden und Respekt für Menschen unterschiedlichster Herkunft zu würdigen. Lerne mit diesen Videos noch mehr. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.